Ja, jetzt, haben wir hier den Dirk Seufert. Dirk, du bist, Mitglied und Botschafter der Galaktischen Föderation. Gibt es etwa Hast du vielleicht etwas, empfangen oder gibt es eine Botschaft, die, die Föderation der Menschheit mitgeben möchte für diesen Prozess, in den wir jetzt eintauchen? Ja, es geht, darum, dass, die Menschen lernen dürfen, erstmal wieder sich selber zu leben, weil wir sind einfach von Erziehung und Mustern und so eingeschränkt worden, dass wir, letztendlich immer nur agiert oder reagiert haben. Und es geht vor allem darum, dass wir wieder in die Freiheit zurückkehren und wieder zu den Wesen werden, was wir eigentlich im Ursprung sind. Und das geht auch zum Beispiel auch um eigene Wertschätzung sich selber gegenüber. Wir haben ja früher gelernt, als Kinder, wir haben über 44.000 Neins bekommen und, das hat uns natürlich auch geprägt. Und jetzt geht es eben darum, sich selber wieder zu wertschätzen und zu achten, um wirklich dann auch andere Menschen mehr wertschätzen und achten zu können. Also, das ist so die Botschaft eigentlich. Mhm. Ja, man kann immer nur das, rausgeben, was man selbst eben auch für sich kultiviert hat und, den anderen Menschen dann schenken. Ja, genau, so ist es. Mhm. Du hast auch erzählt oder du hast davon berichtet, dass du einen zweiten Körper hast. Da habe ich mich gefragt, wie kann man sich den vorstellen? Ist der so wie dieser Körper, den wir hier haben in der materiellen, Ebene oder ist der eher, also, kann man den so richtig berühren oder ist der eher so, ja, geistig oder, feinstofflich? Nein, der ist wirklich physisch. Also, er könnte rein theoretisch hierher kommen und könnte mir die Hand geben oder euch die Hand geben. Also, er Wow, ist wirklich physisch, ja. okay. Ja, wow. Ähm, und, jetzt bin ich grad 'n bisschen durcheinander. Was könnte ich denn noch fragen? Ich bin jetzt 'n bisschen Fragen, was du willst. Wir schneiden das eh dann ja. Alles gut, ne? kein Problem. Also ich würde jetzt gerne wissen, du machst das ja schon mehrere Jahre, Über 30 Jahre. über 30 Jahre. Das heißt, du hast, äh, solange wir jetzt leben, schon mitgewirkt am Aufstiegsprozess der Menschheit. Ja? Ja. Die Entwicklung, die wir bis heute durchgemacht haben, die war ja extrem. Und ich denke mal, die letzten Jahre waren schon anstrengend, ja, und davor war es wahrscheinlich auch nicht leichter. Wie würdest du es einschätzen, wie es aktuell, wie der Prozess jetzt, ja, läuft? Ist das jetzt 'n, Prozess, der sich jetzt, im Auflösen befindet, also in der Klärung, oder, meinst du, es wird schwieriger? Also, es ist ja schon mehrfach auch gesagt worden, wir haben ja im Moment diesen Aufstiegsprozess. Das bedeutet, ich vergleiche es immer mal so ähnlich wie, schmutzige Wäsche, die du in die Waschmaschine packst. Und bevor die wirklich sauber rauskommt, ist die ja erstmal dann ziemlich dreckig. Also, du siehst ja in der Maschine dann, wie der ganze Dreck erst hochkommt. Und in diesem Prozess sind wir gerade, um letztendlich uns dadurch dann zu befreien und zu reinigen. Also, es ist ja immer auch nach einem bestimmten Rhythmus und einem bestimmten Tempo geht das Ganze natürlich. Und wir sind aber jetzt gerade in einer beschleunigten Zeit, wo alles jetzt viel, viel schneller geht. Also, auch wenn du heute, sage jetzt mal, dir was wünschst, geht es viel schneller in Erfüllung, als wenn du das vor 10, 15 Jahren gemacht hast. Wie erklärst du dir diese Beschleunigung? Also, wie kommt das dazu, dass alles jetzt so schnell geworden ist? Ja, weil wir sind in einem anderen Zeitalter jetzt auch und, es geht einfach darum, durch diesen Aufstiegsprozess, weil die Erde steigt ja auf, also in eine andere Dimension. Und dadurch kommen natürlich diese ganzen Energien, die es dazu braucht, um diesen Aufstiegsprozess durchzuführen, kommen jetzt natürlich auch an die Oberfläche und damit werden wir natürlich auch mitgenommen. Und deswegen ist es in uns Wie so 'n dann Ski. auch genau, Mhm. richtig. Deswegen wird es in uns natürlich dann auch, beschleunigt, ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Also, da müssen wir uns alle gut anschnallen. Wie heißt so schön? Anschnallen, wie heißt das? Vorsicht bei der Abfahrt, wie heißt das? Festhalten und Türen schließen oder Ja, so, genau. Vorsicht bei genau, Wir sind ja. vielleicht so 'ne Art Flugbegleiter. Ja, genau. Ja, Ja, schön, Dirk. Vielen genau. lieben Dank, dass du dir Sehr die gerne, Zeit genommen aber sehr hast. gerne, ja. Herzlichen Dank.